Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Conan Exiles Isle of Siptaghaid. In dieser Folge möchte ich mich den dämonischen Gegnern widmen, auf die du während eines aktiven Malstroms treffen kannst. Viel Spaß beim Ansehen. Der Malstrom ist eine neue Mechanik, die mit Isle of Siptah Einzug ins Spiel gehalten hat. Sie ist ein Riss der Realität selbst, und nur während der dämonischen Sturm aktiv ist, können die Monster aus Jugot, einem monströsen äußeren Planeten, sich auf unserer Welt manifestieren und Chaos anrichten. Sobald der Sturm seine Macht verliert, verschwinden auch die dämonischen Gegner wieder nach Jugot zurück. Was bedeutet das für euch? Während eines Malstroms ist eure Sicht stark eingeschränkt. Ebenso werdet ihr mit mehr und mehr Gegnern zu kämpfen haben, je länger ihr euch im Malstrom aufhaltet. Seid ihr mit eurem Reittier im Malstrom unterwegs, verliert es auch bei der einfachsten Gangart permanent Ausdauer und baut diese erst außerhalb des Sturmgebiets wieder auf. Gebäude, die ihr im Bereich des Malstroms aufgebaut habt, erhalten durchgehend Schaden durch den Sturm selbst. Ebenso greifen die Dämonen eure Gebäude an. Hier gilt, umso imposanter und größer ihr baut, umso stärker sind die Dämonen, die euch angreifen. Diese Wesen bieten aber eine einzigartige Möglichkeit für euch, an die begehrten Essenzen für die Flurschreine zu gelangen. Zu guter Letzt bietet auch der Malstrom in Kombination mit einer Konvergenzfalle noch die Möglichkeit, an seltene Reagenzien zu kommen. Mehr dazu gibt es in meinem Video über die Konvergenzfalle selbst. Natürlich ist auch die Malstrommechanik noch nicht 100%ig, da sich Isle of Siptah noch in der Early Access Phase befindet. So kommen manche Gegner zum Beispiel noch gar nicht oder nur sehr, sehr gering vor. Daher gibt es zum Schluss eine kleine Vorschau von allen Gegnern, die ich dem Malstrom aus den Administrator-Dateien zuordnen konnte, anhand ihres Loots. Und los geht's! Sobald die wilde Flut zu Ende geht, braucht der Malstrom seine Zeit, um sich aufzuladen. Die Sturmintensität nimmt stetig zu und die Sicht wird immer schlechter. So habt ihr bereits nach wenigen Minuten eine stark eingeschränkte Sicht. Wenn das unheilvolle rote Leuchten über dem schwarzen Turm, dem Zentrum der Insel, zunimmt, dauert es nicht mehr lange und es steht den Wellen von Dämonen kaum noch etwas im Weg. Sobald der Sturm an sich rötlich-orange schimmert, ist der Malstrom vollständig aktiv. Aber auch an der linken Seite zeigt euch das Symbol an, dass ihr euch im Sturmbereich befindet. Alles im Allen dauert die Zeitspanne zum Aufladen ca. 10 Minuten, je nach Einstellungen in den Serveroptionen. Auf eurer Karte ist nun ein gigantischer roter Malstrom zu sehen. Diese Mechanik hält exakt 30 Minuten an. Ab hier gilt nun äußerste Vorsicht für euch. Sobald ein gelblicher Blitzeinschlag in eurer Nähe niedergeht, quellen Dämonen aus ihm hervor, die euch angreifen werden. Aber auch normale Tiere, die normalerweise in der Gegend umherstreifen, werden euch ohne zu zögern angreifen. Aber auch die aktuell schlummernden Flurschreine können euch behilflich sein. Ihr erinnert euch an diese Fackeln, die im Großen und Ganzen keinen Sinn haben. Befüllt sie mit verwittertem Altarium und aktiviert sie. Umso mehr ihr aktiviert, umso besser ist es. Warum? Ganz einfach. Die aktiven Feuerschalen zeigen den Dämonen an, dass es sich um eine aktive Behausung handelt. Das heißt, sie spawnen in der Nähe, um diese Feuerschalen anzugreifen. Nur im Gegensatz zu eurer Behausung gehen diese nicht kaputt. Allen Gegnern im Malstrom ist gemein, dass sie immer die gleichen Sachen droppen werden. Das wäre einmal schwarzes Eis, Schwefel, Dämonenblut und Rohasche. Hier gilt, umso mächtiger der Gegner ist, umso mehr von diesen 4 Ressourcen hat er dabei. Es sind aber immer die gleichen. Hier haben wir gerade eine Shagai Horror in Gelb. Die gibt es auch in Blau. Sie sind die kleineren Versionen der Shagai Horror in Groß.
Sobald sie abgebaut werden, geben sie eine niedere Essenz. Die Shakai kleineren Versionen findet ihr hauptsächlich hier in diesem Bereich. Und hier haben wir gerade eine mächtige Version des sogenannten Shagai Horror. Eine dämonische weibliche Spinne, die gerade eine Feuerschale angreift und von uns getötet werden möchte. Sobald wir sie abbauen, erhalten wir eine instabile Essenz. Das war jetzt eine rote Version. Es gibt aber noch eine in dunkelblau. Dies ist ein sogenannter Cho-Cho. Diese Kreaturen, Zombie-ähnlich, gibt es in 3 unterschiedlichen Variationen. Einmal Lamafarben, einmal in Orange und einmal in Rot. Hier haben wir gerade eine rote Version. Sobald er getötet ist und abgebaut wird, bekommt ihr dafür eine niedere Essenz. Worüber ihr häufiger stolpern werdet, sind die sogenannten Toon H. Die gibt es in 3 Versionen. Einmal die normale Version, einmal den Bogenschützen und ansonsten noch einen Häuptling. Sobald sie getötet wurden und von euch abgebaut werden, erhaltet ihr von ihnen niedere Essenzen. Natürlich gibt es auch Larven, dämonische Larven, die es in 2 unterschiedlichen Farben gibt. Einmal in Weiß, lass dich töten, so, und einmal in Rot. Sobald sie getötet sind und ihr sie abbaut, erhaltet ihr niedere Essenzen. Das Blutmondbiest hat aber auch ein Larvenstadium. Das sehen wir hier gerade vor uns. Es hat sich zum Glück nicht aufgelöst, nachdem sich der Malstrom beendet hatte, weil wir es vorher schon getötet haben. Sobald wir es abbauen, erhalten wir eine niedere Essenz. Und hier haben wir auch schon ein paar Ghule, die gerade versuchen, eine dieser Feuerschalen zu zerstören. Davon gibt es 2 unterschiedliche Versionen. Wir haben jetzt hier 2 die blutleeren Ghule. Es gibt aber auch noch blutrote Ghule. Sobald sie getötet sind und ihr sie mit eurer Spitzhacke abbaut, erhaltet ihr pro Ghoul eine instabile Essenz. Hier haben wir eine sogenannte Yakit-Dämonenkatze. Sobald wir sie getötet haben und abbauen, erhalten wir durch sie instabile Essenzen. Hier haben wir blutleere Schalen, im Englischen Bloodless Husk, die gerade eine Feuerschalenkessel an einem Flurschrein attackieren. Sobald wir sie getötet haben und abbauen, geben sie uns instabile Essenzen. Es gibt aber auch die sogenannten Blutschänder, die mit den blutleeren Schalen in Verbindung stehen. Nur sind sie ein wenig stärker. Sobald wir sie abbauen, erhalten wir, was halten wir? Auch instabile Essenzen. Dann gibt es noch die heuschreckenartigen Migu. Sobald sie abgebaut werden, erhaltet ihr instabile Essenzen. Die Migo könnt ihr hier in diesem Bereich finden. Hier sehen wir gerade ein Migo-Experiment umherlaufen. Sobald er getötet wird und wir ihn abbauen, erhalten wir, na, wo ist er? Wo ist er? Eine instabile Essenz. Ebenso an eurem Gebäude kann ein sogenanntes Blutmondbiest spawnen. Das gibt es in 2 Variationen, einmal in Weiß Albino und einmal in Rot Fleischfarben. Hier haben wir gerade ein rot fleischfarbenes Biest, das unsere Basis angreift. Auch dies ist eine Boss-Variante, die eine mächtige Essenz droppt. Euer Gebäude wird aber auch von dem sogenannten Leugor-Drachen angegriffen. Den gibt es in 2 Variationen, einmal in Blau und einmal in Rot. Aber dieser Drache, den ihr hier seht, ist nicht nur dafür da, um eure Gebäude anzugreifen.
Er ist auch der einzige Bossgegner, der bis jetzt auf der Karte spawnen kann, ohne ein Gebäude anzugreifen. Und zwar hier an diesem Bergrücken. Ein weiterer Bossgegner ist der sogenannte Leugor-Drache. Diesen Drachen gibt es in 2 Varianten, einmal Blau-Cyan und einmal Fleischrot. Das hier ist jetzt die fleischrote Variante. Dieser Bossgegner, der regelmäßig auftaucht und euch die mächtige Essenz droppt, erscheint immer hier auf diesem Bergrücken. Hier haben wir eine sogenannte Spinne von Leng. Einmal in der Boss-Variante, die uns auf jeden Fall eine mächtige Essenz droppt, aber auch in der kleinen dämonischen Art und Weise, die uns leider keinerlei Essenzen droppt. Es kann auch vorkommen, dass diese Gegner auf euren Gebäuden spawnen, so wie diese hier. Töten wir sie mal. So. So, sobald wir die normale Version abbauen, werden wir sehen, wird sie einfach nur Wundsekret haben. Die dämonische Spinne dagegen, also die Boss-Variante, wo ist sie hin? So, da hinten. Droppt eine mächtige Version. Und hier haben wir einen Avatar von Bockhook, der gerade meine große Basis am Zerlegen ist. Auch dies ist ein mächtiger Dämon, der von uns getötet werden möchte. Sobald wir das gemacht haben, droppt auch er eine mächtige Essenz. Und hier haben wir ein gigantisches Wesen, einen sogenannten Krylandia. Es ist ein Pilzwesen vom Planeten Joghurt in seiner vollsten Stärke und wir sehen, er ist nicht gerade zimperlich. Diesen gibt es in 2 Versionen. Sobald wir ihn abgebaut haben, erhalten wir eine mächtige Essenz. Sobald der gesamte Zauber vorbei ist, wird der Malstrom in den Turm von Siptah wieder eingesogen werden. Das Wetter schlägt um. Der Turm verarbeitete Energien. Und die Phase ist beendet. Und das war sie gewesen, die Malstrommechanik. Ihr kennt jetzt alle Dämonen, die es im aktiven Malstrom geben kann. Egal, ob es ein einfacher Ghoul ist oder ob es hinterher ein Leugor-Drache ist oder gar ein Krylandia oder wie diese Namen ausgesprochen werden. Auf jeden Fall haben diese Bossgegner, egal ob es die Drachen sind, ob es diese Pilzwesen sind, ob es diese riesige Dämonenspinne ist, ein unglaublich hohes Gefahrenpotenzial. Gerade für Spieler, die alleine unterwegs sind, also Solospieler, und nur auf ihren Begleiter als zusätzlichen Kämpfer zurückgreifen können, werden diese Bossgegner eine extrem hohe Herausforderung sein. Besonders, weil auch die Bossgegner niemals alleine sind. Es werden immer andere Gegner in der Nähe spawnen oder sind bereits vor Ort, zum Beispiel die normalen Tiere, die dort auch herumkräuchen und fleuchen. Nun ja, alles in allem ist der Malstrom eine sehr herausfordernde Mechanik. Er ist noch nicht 100%ig, ist klar, es ist eine Early Access, aber das, was bis jetzt da ist, besonders da es abhängig von den Gebäuden ist, die ihr im Bereich eines Malstroms gebaut habt, das ist bisher in Conan Exiles noch nicht da gewesen. Und das war es auch schon gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, denkt dran, Support ist kein Mord. Seid ihr neu auf meinem Kanal, lasst ein Abo da mit Aktivierung der Erinnerungsglocke. Seid ihr bereits ein älterer Zuschauer, der regelmäßig zuschaut, über Likes und Kommentare freue ich mich. Wie gehabt. Ansonsten haltet die Ohren steif, macht es gut. Ciao, ciao.